Mein Name ist Christian König und bin aus der DDR freigekauft worden. Also wir lebten in Armut, meine Mutter war alleinerziehend, 3 verschiedene Kinder von 3 verschiedenen Vätern und die soziale Herkunft entschied ja schon über den Werdegang in der DDR. Es gab sehr viel Armut in der DDR, wir waren kein Ausnahmefall und wenn Sie dann als Kind in so einer Situation aufwachsen, dann kriegen Sie diese Ungerechtigkeit auch sehr schnell mit. Sie können als Kind aber damit noch nicht viel anfangen. Sie merken einfach nur, Ihnen geht's wirtschaftlich, finanziell nicht so gut wie den Nachbarn. Dann kam noch erschwerlicherweise hinzu, dass eben halt auch viele Nachbarn oder einige Nachbarn auch Westverwandtschaft hatten. Wir hatten keine. Und dann hat man natürlich gesehen, was der Klassenfeind alles so mitgebracht hat. Und na klar, das macht was mit ihnen. Also diese Ungerechtigkeit, dieser ewige Verzicht, immer am Limit leben, weil die Mutter eben halt auch nicht viel verdient hatte. Und das war schon, das fand ich persönlich schon ziemlich bitter. Ja. Also, dass man sich da so seiner sozialen Herkunft schämen musste. Für mich war eigentlich so schmerzhaft diese Ungerechtigkeit. Man hat immer diesen Sozialismus so dargestellt als das Paradies im Leben und nur den Leuten drüben geht es halt schlecht. Aber wissen Sie, wenn Sie dann den sogenannten Klassenfallen sehen, wie gut gekleidet, man muss sagen, die waren ja zum Teil sehr gut gekleidet, haben ganz anders gerochen, richtig nach Westen gerochen. Dann kamen die mit Westtüten, mit Produkten. So was haben Sie noch nie gesehen. Alleine schon diese Farben der Verpackung hat mich damals schon ziemlich fasziniert. Also wir haben damals schon mitunter dann so Verpackungsmaterial aus dem Mülleimer geholt von den Nachbarn still und heimlich und haben uns das an die Wand geklebt, um halt ein bisschen bunte Farbe ins Zimmer reinzukriegen. Ungerecht empfand ich einfach, dass meine Mutter schwer arbeiten musste und wir uns nicht leisten konnten. Das war schon bitter, war für meine Mutter auch bitter. Also im Laufe der Jahre habe ich auch gemerkt, dass meine Mutter, die hatte auch nicht die Kraft dagegen anzukämpfen, wollte auch nicht. Und wissen Sie, von meiner Mutter kenne ich eigentlich ganz wenig. Nur, dass sie eben halt immer sehr viel Leid erfahren hat. Also mit 12, 13 Jahren war für mich schon klar, dass ich irgendwann in den Westen gehe. Aber mit 14 hatte ich schon meinen ersten Fluchtplan im Kopf. Noch nicht wie, wo, aber der Gedanke, du musst sehen, dass du hier rauskommst. Sofern du die Lehre in der Tasche hast, musst du hier raus. Und die Lehre war insofern für mich ganz wichtig, also der Abschluss. Die Saat, die SED damals gestreut hat, also im Westen sind sie alle arbeitslos, da sind sie alle drogenabhängig, alkoholabhängig und leben unter der Brücke. Und nein, da muss ich ehrlich sagen, der keimte auch so ein bisschen in mir. Und davor hatte ich wirklich Angst. Und für mich war klar, du machst eine Berufsausbildung, egal was du machst eine, dann hast du zumindest die Voraussetzung, um im Westen zu arbeiten. So einen Gedanken hatte ich schon in der Jugend, bevor der Abschluss überhaupt da war. Also diese Überwachung, die war ja allgegenwärtig. Das hat man in der Kindheit mitgekriegt. Das fing ja schon im Kindergarten an. Da hat man es vielleicht auch noch nicht so gespürt. Aber es geht dann ja los, wenn man in der Schule ist. Da fängt es dann mit dem Fahnenappell an. Da fangen die Lehrer an zu kontrollieren. Da fangen die Eltern an zu kontrollieren über die Mitschüler. Also man kriegt das hautnah mit. Das hört ja, ich sage jetzt mal, in der Schule nicht auf. Das geht ja dann in der Nachbarschaft weiter. Bei uns im Haus waren 2 Mieter, die für die Stasi gearbeitet haben. Also nachdem ich da meine Unterlagen einsehen konnte, da hat einer wirklich penibel Buch geführt. Also da hat nur noch gefehlt, reinzuschreiben, wie oft ich in der Nacht, also wie oft wir auf Toilette gegangen sind. Also, aber die haben alles notiert. Also die Stasi war everywhere und das wusste man auch. Also keiner kann sich heute hinstellen und sagen, er hat von der gewusst. Die Stasi hat jeden und alles kontrolliert und das zu jeder Zeit. Wann man nach Hause gekommen ist, wann man gegangen ist, mit welchen Leuten man sich ja letztendlich, mit wem man sich getroffen hat, also wie man gekleidet war, hatte man Westsachen an, hatte man Westprodukte, da wurde so ja in den Müllcontainer zum Teil rumgeschnüffelt. Und was natürlich für mich auch ganz wichtig war, das war ja nicht nur aus dieser Armut rauszukommen, war für mich natürlich, sag ich mal, das Wichtigste, sondern für mich war wichtig, wissen Sie, ich habe nie verstehen können, warum die Leute aus dem Westen, die sind gekommen und konnten wieder gehen. Und für mich war die Welt am Eisernen Vorhang zu Ende. Und es wurde unter Strafe gestellt, wenn wir da in den Grenzbereich gehen. Das kriegt man ja vermittelt und damit konnte ich nicht leben. Der Westen war ja der Klassenfeind. Und die Propaganda funktionierte natürlich, so wie wir sie eben halt in allen Diktaturen kennen. Um das mal klarzustellen, es war eine Diktatur. Und man kriegt es in der Schule vermittelt und da wird dann schon auch vermittelt, wie gefährlich diese Leute aus dem Westen sind und man gleichzeitig kriegt man auch so ein bisschen vermittelt, also es ist so subtil. Wenn man sich mit dem Klassenfeind einlässt, dann ist man zwangsläufig auch ein Staatsfeind. Und Staatsfeinde müssen immer mit Konsequenzen rechnen. Alleine in dem Lehrbetrieb, wo ich war, da mussten wir am ersten Lehrtag, das war in der DDR damals üblich, mussten wir in so einem sogenannten vormilitärischen Camp. Das nannte sich GST-Lager, Gesellschaft, Sport und Technik, aber war letztendlich, ich sage mal, nichts weiter als eine Militäreinheit. Das heißt, man hat dann dort gelernt zu marschieren, Befehle zu empfangen und wir wurden auch in der Schusswaffe ausgebildet. War natürlich in dem Moment für die Jungs, also für uns natürlich ein bisschen was
anderes, eine Schusswaffe. Das war schon so ziemlich krasser Gegensatz zu dem, warum wir eigentlich da hingefahren sind. Und dann kam der Lehrmeister, der auch gleichzeitig Offizier bei der NVA war, entsprechenden Ton, und sagte: „Na, also Moment mal, ihr müsst auch mal ein Ziel treffen." So, und dann sagt mein Nachbar zu ihm: „Ja, wo soll ich denn hinschießen? Ich sehe hier kein Ziel." Und daraufhin sagte dann der ehemalige Offizier dann, und Ausbilder, und jetzt zitiere ich mal den Mann: „Stellt euch vor, es ist irgendein Schwein, was in den Westen flüchten will." Das hat mich total geschockt. Dann habe ich mich umgedreht und dann aus dem jugendlichen Leichtsinn gesagt: „Na, ich werde doch jetzt hier nicht lernen, wie man auf Deutsche schießt." Ja, in dem Moment war ich sein bester Freund. Also, die Lehrzeit war ziemlich hart, für mich hart. Ständig diese Schikanen, ständig dann diese Hinweise, dass man ja letztendlich mal, positiv über den Sozialismus denken sollte. Was mich immer gewundert hat, ist, dass die anderen immer so mehr oder weniger sich zurückgehalten haben. Sicherlich haben sie vielleicht auch ein bisschen Angst gehabt, weil sie Angst hatten, auch die gleichen Konsequenzen erleben zu müssen wie ich. Und dann habe ich mir aber gesagt: „Das hältst du durch. Das hältst du durch." Wie gesagt, ich wollte ja in den Westen mit dem Beruf. Und dann kam natürlich der Tag, das war so kurz vor Lehrende, vielleicht ein Jahr davor, und da, haben die Betriebe angefangen, oder die Partei hat angefangen, Leute in die Partei zu rekrutieren, wie man so schön sagt. Und ich habe gesagt: „Nee, ich möchte nicht und will erst mal überlegen." Und ja, und dann kam eben halt, mehr oder weniger diese Rhetorik von dem Lehrmeister, „Na, Kollege, denk doch mal drüber nach, wer dir deine Ausbildung hier finanziert. Das ist der Sozialismus, das sind wir. Nun kannst du auch mal was für die Gesellschaft tun." Und da ist mir dann irgendwann so der Kragen geplatzt, dass ich gesagt habe: „Also erst mal auf euren Sozialismus verzichte ich. Euer Sozialismus hat uns nur Armut gebracht. Ich habe noch nicht mal ein paar anständige Schuhe am Leibe gehabt." Also, da habe ich richtig mal so, da war ich so wütend. Ich muss natürlich dazu sagen, dass letztendlich die Äußerung, die habe ich bitterlich bereut. Die Äußerung selbst nicht, sondern zu dem Zeitpunkt. Ich hatte mich da nicht unter Kontrolle. Und die Konsequenzen waren dann eben halt knallhart. Dass ich dann aus dem Betrieb raus musste. Ich durfte dann auch nicht mehr in die Werkshalle rein, wo wir alle dann gearbeitet haben, und wurde sofort ausgesondert und musste 'n Tag später wieder hin. Also, wurde gleich in die Kaderabteilung, also im Büro zitiert. Musste dann unterschreiben, dass ich aus gesundheitlichen Gründen eben halt, meine Ausbildung abbreche, weil, hintenrum hat man natürlich gesagt, ich bin hier nicht mehr tragbar. Also, und na klar, also der Lehrmeister sagt: „Na, du glaubst doch wohl nicht, dass wir hier für jemanden hier die Ausbildung finanzieren, der zum Klassenfeind überläuft." Ich war geschockt. Ich war total geschockt und auch total deprimiert, weil, die Grundvoraussetzung, um in den Westen zu kommen, fehlte mir jetzt, die Ausbildung. Ja, als junger Mann, also als 18er, überhaupt nicht bewusst, dass die Stasi oder beziehungsweise der Lehrbetrieb dann gleich, so knallhart Konsequenzen daraus zieht, dass ich raus musste, unterschreiben musste aus gesundheitlichen Gründen, und mir sofort angedroht wurde, wenn ich jetzt darüber rede, wie die Stasi und wie die Behörden das immer gemacht haben, dann mit, schweren Konsequenzen rechnen musste. Da war ich ziemlich verzweifelt, ja. Da musste ich mich dann einfinden, und, wie gesagt, in der DDR war es ja verboten, nicht arbeiten zu gehen. Und, von daher stellte sich auch nicht die Frage, ob ich zu Hause bleibe. Da musste ich in die Abschmiergrube, also die, Fahrzeuge, die Taxen mussten mal abgeschmiert werden mit Ölwechsel und allem drum und dran. Das war letztendlich so wie so 'ne Hilfsarbeit. Der Chef da von dem Werkstattleiter, nicht Lehrer, der Werkstattleiter, man kannte sich natürlich jetzt auch irgendwann. Also, sagt er: „Du, sag mal, was machst du denn in 'ner Abschmiergrube und was hast 'n für 'n Schulabschluss?" Habe ich gesagt: „Na ja, eben 10. Klasse, Polytechnik", also das ist ja der Realschulabschluss. Da sagt er: „Was machst du denn dann in 'ner Abschmiergrube?" Ich durfte nicht drüber reden, aber irgendwie hat er schon was geahnt. Und dann hat er gesagt: „Na ja", sagt er, „du machst da deinen Job hier ganz gut und die Kollegen sprechen auch, sehr freundlich, über deine Arbeit." Und, sagt er: „Sag mal, kannst du dir vorstellen, vielleicht 'ne Schlosserlehre zu machen als Kfz-Schlosser?" Sagt er: „Wir brauchen dringend Personal, also Fachkräfte." Und da ging mein Herz natürlich bub, 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 bub. Oh, dachte ich jetzt, deine Chance ist jetzt da. Mir ging es um die Ausbildung. Da habe ich mich sofort beworben. Musste man auch machen, schriftlich dann. Und das dauerte keine 3 Tage. Musste ich zur Kaderabteilung. Denn, ja, das haben sie mir aufgetischt, und, musste dann da hin. Und dann sind die auch gleich zur Sache gekommen, haben gesagt: „Wissen Sie, Kollege König, Ihr Antrag, den können Sie mal gleich wieder zurücknehmen." Sagt er, „Sie glauben doch wohl nicht, dass wir jemanden die Ausbildung finanzieren, der zum Klassenfeind überlaufen will. Denken Sie erst mal über Ihre negative Grundeinstellung zum sozialistischen Gesellschaftssystem nach." Dann habe ich 'n Ausreiseantrag gestellt, und der ist natürlich abgelehnt worden. Dann, bin ich ungefähr 2 Wochen später noch mal zur Kaderabteilung hochzitiert worden, und dann, sagte auch eine Mitarbeiterin: „Ah, wissen Sie, Kollege König, wir haben uns das noch mal überlegt. Sie sind ja hier auch bei den Kollegen hier, recht beliebt. Sie machen Ihre Arbeit, sind pünktlich", also den üblichen, Schmalz, „und, Sie können die Ausbildung hier machen, aber Sie müssen Ihren Ausreiseantrag zurückziehen." Und da war für mich natürlich klar, wenn ich den zurückziehe, egal was passiert,
dann lassen die mich nicht mehr in den Westen. Aber wenn sie dann so was unterschreiben, dann kann ja die Stasi immer sagen: „Guckt mal hier, der will ja nicht zu euch, hat ja selber unterschrieben.“ Und damit wäre mein Traum zu Ende gewesen. Und das war für mich in der Kindheit der größte, man kann nicht sagen, das war 'n Traum, das war so 'n, also, um in den Westen zu kommen, ich glaube, das war Bestimmung. Das war schlichtweg Bestimmung.